Wie hast du den Nikolaus Harnoncourt kennengelernt und die Alice? Also über Umwege, würde ich so sagen. Einmal akustisch. Ich habe die Aufnahmen gehört, auch schon in meiner Studienzeit. Und das hat mich sehr fasziniert damals schon, der Zugriff, wie er Musik gemacht hat, wie er mit den Menschen musiziert hat. Und dann war es mein besonderes Anliegen, diese Zusammenarbeit zwischen dem schwedischen Kammerchor und dem hochverehrten Erik Eriksen zu durchbrechen. Und es war immer mein Wunsch, dass er einmal meinen Chor, den Schönberg-Chor, engagiert. Und dann habe ich ihn persönlich kennengelernt. Aber sonst eigentlich nicht, sondern nur akustisch. Und das hat fasziniert. Und ich habe mir immer gedacht, also auf der einen Seite war das der schwedische Kammerchor und die Chorkultur von Erik Eriksen, das war immer ein Leitbild für uns damals. Also da hat man noch die Oratorien ganz anders musiziert in Wien, in großer Besetzung und anders artikuliert, phrasiert und so weiter. Und dann kam eben der Klang aus Schweden und die unheimlich gute Homogenität und die gute Intonation und der Zugriff. Das war für uns damals großartig, diese Musik. Und wir wollten immer das auch machen. Und dann eben der Wunsch, warum muss Nikolaus Harnoncourt, wenn er jetzt die Marienvesper macht in Wien im Musikverein, warum muss da ein Chor aus Schweden kommen? Und da hatten wir dann das Glück, eingeladen zu werden, im Rahmen des Korinthischen Sommers in Kärnten ein Oratorium szenisch aufzulösen. Und der damalige Intendant hat Harnoncourt eben uns vorgeschlagen, weil er hat uns gekannt schon. Und Harnoncourt war, wie mir berichtet wurde, durchaus skeptisch, so wie er auch war, vorsichtig, aber es ist gelungen. Und das war sicherlich auch der Verdienst damals vom Intendanten in Osjach. Wahrscheinlich waren auch ökonomische Überlegungen hinten, dass also das dadurch leichter möglich war mit uns. Und da haben wir dann zugepackt. Das war Jefta. Von welchem Jahr sprechen wir? Das war 1978. Und das war Jefta damals, szenisch aufgeführt. In Osjach gab es ja vorher schon immer Kirchenopern. Also das war auch so eine wichtige Tradition. Also der verlorene Sohn von Benjamin Britten und so. Das war eine sensationelle Inszenierung damals. Frédéric Méditer hat das damals gemacht. Und Frédéric Méditer hat auch mit Harnoncourt immer zusammengearbeitet. Ich glaube, die waren sogar in der Schule zusammen oder so in Graz. Und der hat sicherlich auch ein bisschen nachgeholfen, dass wir diese Chance bekommen haben. Wir waren dann in Osjach und haben dann mit ihm musiziert. Die Aufführung war ein großer Erfolg. Kurioserweise ist er dann leider erkrankt, sodass er also eigentlich dann nicht die Aufführung dirigieren konnte. Aber es war dann ganz was Tolles. Hans Landesmann war im Konzerthaus, damals als Generalsekretär, auch ein Fan von Nikolaus Harnoncourt. Und er hat zum Eröffnungskonzert Jefta geplant gehabt, ein Konzerthaus für die Saison. Und da war Nikolaus Harnoncourt wieder gesund und ist gekommen und hat sozusagen zum ersten Mal uns dirigiert. Und das war sehr lustig, weil wir gesagt haben, wir können das auswendig. Und dann hat er uns bei der Probe dann getestet, ob das wirklich ist, und hat so ein bisschen falsche Einsätze gegeben und hat dann geschaut, stimmt das? Und das hat aber gestimmt und wir durften dann auswendig das mit ihm musizieren und das war eigentlich der Durchbruch damals. Und dann ist gleich weitergegangen, dann wurde das produziert von der Teldec und so weiter. Vielleicht interessant, die erste Chorprobe mit ihm, die war ja vor Osjach im Brahmssaal im Juni. Wahnsinnig heiß. Und Harnoncourt probt und das 2 Stunden, 3 Stunden und
so nach 3 Stunden 17 Minuten, fragt er dann den Chor, sagt, macht sie überhaupt nie eine Pause? Das war so. Und dieses, ach, gefangen zu sein in der Probenarbeit und dann einfach nicht so auf die Uhr zu schauen, das ist eigentlich die ganzen Jahrzehnte so weitergegangen. Da hat dann immer seine liebe Frau dann gemeint, doch, vielleicht sollte man eine kleine Pause einlegen. So war der Einstieg. Aber wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Ja, du probst ja mit dem Chor und hast sozusagen deine eigene Vorstellung. Dann kommt es ja zur ersten Probe beispielsweise mit dem Konzentus oder meistens mit dem Konzentus und der Nikolaus Harnoncourt stellt sich hin. Und was ist dann eigentlich passiert? Also das ganz Wichtige war, dass Harnoncourt immer die Partituren, die Chorpartituren vorher eingerichtet hat. Das heißt, er hat also die Phrasierung eingetragen, er hat die Artikulation eingetragen, er hat die Dynamik eingetragen, er hat also Kommas gemacht, wo man absetzen muss und so weiter. Und dann hat er auch so spezielle Symbole entwickelt. Ganz berühmt. Der weiche Akzent, das war so ein Halbkreis, das sogenannte Wandel hat das geheißen. Also ein weicher Akzent hineinschwingen und dann wieder herausschwingen. Und dann hat er breite Striche gemacht. Das war dann ein bisschen mehr halten, mehr quasi Tenuto. Das Wort Tenuto war ja verboten, ist auch bei mir noch verboten. Aus Tradition pflege ich das so weiter. Weil das sprachzerstörend ist, ein Tenuto. Weil wir sprechen ja immer, diminuieren ja dauernd. Und also er hat das eingerichtet mit seinen Wandeln und mit den senkrechten und waagrechten Strichen und Linien. Und das war dadurch schon vorbereitet. Und wie das auch immer bei der Notation ist, man soll also nicht die Notation, die Noten exekutieren, also die Tondauer, den Rhythmus und so weiter, sondern man muss schauen, was ist dahinter. Es ist eine Schrift und man muss die Sprache erkennen, die dahinter liegt. Das ist die große Kunst generell auch, das zu erkennen. Und es ist ja so, dass die Notenwerte sich durch die Sprache immer relativieren. Also wenn jetzt ein kurzer Vokal ist, dann ist die Viertelnote kurz, hat, und wenn es ein langer Vokal ist, Mond, dann ist die Viertelnote länger. Ja? Wenn die Silbe jetzt endet mit einem T, dann ist es automatisch abartikuliert und so weiter und so weiter. Harnoncourt hat das also jetzt einmal vorbereitet gehabt und im Laufe der Jahre hat sich das so perfektioniert, ja? Weil das natürlich die Artikulation von der Sprache auch gekommen ist. Ja? Die Sprachdeutlichkeit ist immer wieder im Vordergrund auch gewesen bei seiner Arbeit, dass wir das dann zum Schluss eigentlich schon fast auch ohne Einrichtung einstudieren konnten. Also er hat es aber immer wieder gemacht. Aber er hat schon gewusst, das ist selbstverständlich geworden. Und da bin ich gleich bei dem ganz wesentlichen Punkt, dass er eben das so weiterentwickelt hat, dass die Sprache von der Artikulation, von der Phrasierung, von der Dynamik immer im Vordergrund steht und nicht der ausschließliche Klang, diese Klangsinnlichkeit oder Klangverlieblichkeit. Aber das sind natürlich jetzt noch viele Dinge, die hereinspielen. Also die Sprache und natürlich auch, wie ist die Sprache gemeint, was soll sie ausdrücken? Und das war natürlich dann die ganz große Forderung, die immer gekommen ist. Aber das war am Anfang natürlich eine große Hilfe, weil wir haben Händel, Noten durchaus auch gehabt vorher und wie man weiß, da steht nicht viel drinnen, außer das Grundgerüst. Und weiter vorher noch Monteverdi, noch viel wichtiger hier jetzt sozusagen die Aufführungspraxis einzubringen. Und das war einer der ganz großen Erkenntnisse für uns alle und das hat er sehr praktisch gemacht. Ich erinnere mich auch später noch in den 80er Jahren, da hat er zum ersten Mal im Konzerthaus Schöpfung und Jahreszeiten gemacht. Mit der Gruva Roba, also ganz toll. Und da hat er mit den Symphonikern musiziert, wo er hergekommen ist. Und das war so im Raum, wo er gesagt hat, also wenn das jetzt nicht gelingt, diese
Gestaltung, auch mit dem Orchester, dann wird das lassen. Und es ist gelungen. Es war eine sensationelle Einspielung dann, wo aber eben er seine ganzen Phrasierungskünste, alles, was er sonst mit seinem Konzentus entwickelt hat, eben dann auf das sogenannte moderne Orchester übertragen hat. Und das ist auch gelungen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Schritt gewesen, dass man nicht nur gesagt hat, ja, das mit alten Instrumenten, ja, das ist speziell, aber. Und dieses Aber hat er eben dann durch diesen Schritt in den 80er Jahren einmal machen können und das hat sich durchgesetzt, wie man jetzt weiß. Ganz wichtig war wohl auch, dass man seine Sprache lesen konnte, nicht? In vielerlei Hinsicht. Also wie er sich ausgedrückt hat. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, der Weg ist der Weg ist überhaupt bei der Vokalmusik so, dass man ja von der Sprache ausgehen muss. Der Komponist entscheidet sich für Text, entscheidet sich für, aber nicht nur die Sprache, sondern auch für den Text, den Inhalt, der dahinter ist. Ja, das ist ja das Entscheidende. Und dann wiegt er das ab und dann sagt er, ich verwende jetzt meine Tonsprache, meine Kompositionstechnik, meine Erfahrung, um jetzt diese Sprache zu inszenieren. Und damit ist es dann festgelegt. Das heißt, es ist nicht so, wie wenn ich also Theater mache und dass ich als Regisseur sage, geh ein bisschen schneller oder dort machen wir eine Zäsur und so weiter. Das ist nicht möglich, sondern es ist sozusagen durchprogrammiert, wenn ich das so sagen darf, durch die Notation, durch die Notenschrift. Und die Aufgabe ist es natürlich jetzt, das sozusagen herauszufiltern, zu erkennen, was meint das jetzt, was meint der Komponist mit dem. Und dann ist der nächste Schritt, wenn man diese Erkenntnis gewonnen hat, wie setze ich das jetzt um? Das kann man rein praktisch umsetzen. Man sagt, das ist ein C und das muss ein C sein und kein Cis, so ungefähr. Oder und so weiter und so weiter. Aber das ist ja viel zu wenig. Und jetzt kommt dann eben die Idee, wie kann man das vermitteln? Und wenn man das wenn man sehr weit ist bei der Einstudierung sozusagen oder bei der Vertrautheit der Musik, ja, also dass man sozusagen, wie es so schön heißt, im Schlaf kann, dann ist man natürlich offen jetzt hier ganz andere Impulse zu bekommen. Und da war dann also seine Stärke durchaus Bilder, Metapher zu geben. Ja, also ich sage, das ist jetzt eine Blumenwiese. Ja, aber das versteht man erst, wenn man nicht die Noten suchen muss, sondern dann ist das Dings. Oder eben. Ich habe manchmal gehört von ihm, können Sie das bitte so wie Frank Sinatra singen? Ja, ja sicher, weil das war ein Beispiel dafür, dass er eben gemeint hat, das berührt. Der Frank Sinatra hat ja berührt, ja. Ja, ja. Time Goes By oder sowas. Das ist ja, der hat ja auch nicht nur Noten gesungen, sondern der hat. Und wenn er sagt, sing das so, oder dann meint er die Farbe, den berührenden Ausdruck damit. Aber mit dem umzugehen, das ist natürlich eine eigene Kunst. Und je mehr man sich vertieft hat, also in das Handwerkliche, sodass das einfach nicht, dass man nicht mehr nachgedacht hat. Ja. Es geht ja auch so weit, finde ich auch technisch gesehen, man sagt, ja, einen Einsatz geben. Ja, was soll denn das? Ich meine, man gibt ja im Schauspiel auch keinen Einsatz. Da ist ja nicht der Regisseur unten und gibt ein Zeichen, dass der Schauspieler spricht. Das heißt, man muss auch beim Musizieren so weit kommen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, sich zu äußern. Sowohl vokal als auch instrumental. Das heißt, man braucht in dem Sinn, wenn das reif ist, nicht mehr dirigieren. Da kommt uns natürlich auch ein bisschen die Erfahrung dann im Laufe der Jahre vom Theater dazu. Weil da wird ja auch nicht mehr in dem Sinn so großartig jetzt dirigiert, sagen wir es einmal so, sondern
das läuft einfach ab. Und das, glaube ich, auch war für mich auch eine große Erkenntnis beim Nikolaus Harnoncourt, dass er eben das so erarbeitet hat, dass man dann eigentlich bei der Aufführung nur mal so Impulse, Erinnerungszeichen bekommen hat, aber nicht großartig, jetzt müsst ihr zum Singen anfangen oder jetzt müsst ihr zum Spielen anfangen, sondern dass es zu dieser Selbstverständlichkeit kommt. Und daher auch seine oft verwundert wahrgenommene Dirigiertechnik. Ja, aber das war nicht anders notwendig. Der hat natürlich manchmal auch Bewegungen gemacht, und naja gut, aber wenn ein Musiker eben nur eine Probe hat und dann das einfach durchspielt und dann passt es schon, aber das war nicht Harnoncourt. Und darum hat er auch so angekämpft gegen den Betrieb, und darum war er ja auch dann verzweifelt und hat gesagt, das geht so nicht. Ich brauche meine Proben, ich möchte mit den Sängern und ich möchte mit den Instrumentalisten arbeiten und möchte mich da vermitteln und nicht was durchdirigieren. Und das ist auch prägend, auch für mich gewesen. Also ich bin eben auch dann ein Probenfanatiker geworden, auch in der anderen Literatur, dass ich brauche Proben, weil das Proben. Und ich verwende auch ganz gern, und das ist bei ihm besonders zutreffend, also ich sage nie dirigieren, sondern Musik leiten oder besser gesagt Musik anleiten oder zur Musik hinführen. Das ist die Aufgabe dessen, der vorn steht. Und weniger das sogenannte Dirigieren. Und ein Anleiter, der muss sich mit der Substanz der Komposition auseinandersetzen, in der gesamten Vielfalt, und der muss sich aber auch auseinandersetzen mit der sozusagen didaktisch-methodisch. Wie kann ich das jetzt effizientest hinüberbringen, damit ich wirklich zu dem komme, was ich mir inhaltlich vorstelle. Also das Musikanleiter. Hier war Nikolaus Harnoncourt also ganz, ganz großartig. Die Bartoli hat mir mal gesagt, beim Nikolaus schaut sie immer in die Augen, nie auf die Hände. Dann weiß sie, was er will. Ja. Also ja, ich glaube schon. Also das sind ja also ich habe manchmal war es ja fast skurril. Also zum Beispiel die Soprane haben einen ganz hohen Ton zu singen. Ganz hoch. Das ist ja technisch nicht so einfach. Also da muss man ja singen können, auch im Chor, damit es klingt und so weiter. Und er wollte das aber so gespannt haben, dass er dann die Bewegung gemacht hat. Und diese Bewegung beim hohen A ist, sagen wir, vom Stimmtechnischen her schwierig umzusetzen. Das hat aber dazugehört, dass ich dann natürlich als Coach gesagt habe, pass auf, das ist gemeint, aber durchziehen, dem hohen Ton die Basis geben, sonst kommt das nicht raus. Ja? Also da ist auch diese, glaube ich, diese innige künstlerische Verbundenheit entstanden zu dem. Das darf ich wirklich so sagen, diese beidseitige Wertschätzung. Also er hat genauso gewusst, dass ich ein Musiker bin und wie ich das auch aufnehme. Er war auch der große Musiker. Und ich war sozusagen der Spezialist, der Vokalspezialist auch für ihn. Er hat das genau gewusst und auch die Erfahrungen gesammelt mit mir zusammen und war damit einverstanden. Das heißt also, das waren dann keine Missverständnisse, dass er dann kommt so, jetzt legt er die Hände auf und jetzt wird das also erst vergoldet durch den Dirigenten, sondern das war ganz anders. Also das heißt, ich war behilflich sozusagen in dem Bereich, weil ich als Spezialist bin. Und auf der anderen Seite war er für uns alle der Lehrer geblieben, der wahre Lehrer geblieben, der wirklich durch den Inhalt fasziniert, der also nicht anders disziplinieren muss und sagt, Ruhe, sondern der einfach faszinierend war. Und das war so ein Wechselspiel. Und auch wir haben sehr viel gelernt dadurch. Und ich auch viel gelernt.
Und trotzdem war natürlich eine sehr respektvolle Haltung zwischen uns beiden. Das war zum Beispiel lustig. Also ich bin mit ihm nie per Du geworden. Obwohl viele Mitglieder von Concentus, der Niki, und wir waren immer Herr Ortner und Herr Handel und Kur. Und wenn er mich geärgert hat, machen wir aber Spaß, hat er gesagt, Magnifizenz, Herr Rektor. Aber das war dann eher lieblich gemeint. Aber das drückt das auch aus, dieser Respekt. Und natürlich, ein Faktum ist, dass wir bis zu seinem Lebensende wirklich exklusiv zusammengearbeitet haben. Ja? Es gab auch so Momente, wo er sich quasi entschuldigt hat. Ich erinnere mich, da hat er mal ein Buch mit 7 Siebeln gemacht von Schmidt. Und das ist ja das Singvereinstück. Also wenn wer das singen darf, dann das Singverein. Wir haben es also immer nur in New York singen dürfen, aber nicht mit Nano Kur, aber sonst auch woanders. Und er hat aber eine Produktion gemacht, da hat er gesagt, ja, Herr Ortner, also sind Sie nicht böse, aber ich mache das mit dem Singverein. Habe ich gesagt, ja. Oder in Salzburg dann auch bei den Festspielen machen, weil wenn schon der Staatsopernchor dort war und dann hat man ein kleines Ensemble gebraucht. Aber sonst exklusiv, wirklich exklusiv. Und das hat uns schon sehr, sehr, sehr gefreut, weil wir dadurch auch natürlich auf der anderen Seite die Welt kennengelernt haben. Und einen Chor, ein großes Ensemble zu transportieren, das kostet ja wahnsinnig viel Geld, also unabhängig von der Kunst. Ja? Die müssen ja reisen, die müssen ja wohnen, die müssen Diäten haben und so weiter und so weiter. Und da sind wir wirklich einfach in der Welt auch herumgekommen. Also wir waren in Amerika drüben, Carnegie Hall, nicht nur mit ihm, aber auch mit ihm auch. In Japan, Suntory Hall, also dort Hamol-Messe mit ihm und Concentus gemacht und Europa sehr viel natürlich auch. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit bei Festivals dabei zu sein. Also das war natürlich auch für uns sehr motivierend. Er hat im Laufe seines Lebens, also gerade bei Mozart und auch sicher auch Vivaldi und so, ich habe das oft gehört, er hat gesagt, das muss ich noch einmal machen. Ja, oder das möchte ich gern noch einmal machen, weil sich seine Lesart verändert hat. Ich fand immer, dass er sozusagen, der wollte immer noch einmal eine Tür aufmachen und im Laufe der Jahre oder im Laufe seiner Erfahrung oder auch seiner Forschung, dass er sich gedacht hat, das hat sich jetzt verändert für ihn, er möchte das gern noch einmal machen. Wie war das? Weil ihr habt ja viele Stücke oftmals gemacht, also gerade der Pontes. Ne? Ja, ich finde, das kommt von ihm, aber ich zitiere das oft, es gibt keine Wiederholung in der Musik. Also das heißt, auch wenn im Theater 4 Aufführungen geplant sind, dann sind es 4 Premieren. Das ist ganz logisch, weil wir einfach, dazwischen ist Zeit, wir verändern uns, wir kommen unter anderen Bedingungen wieder zusammen. Daher ist es keine Wiederholung. Also das Wort sollte man fast streichen. Das heißt, es ist ein neues Entdecken und Finden von neuen Erkenntnissen. Und da war er natürlich auch ein großartiger Meister, weil er natürlich, wenn er jetzt wieder die Schöpfung gemacht hat oder wenn er wieder die H-Moll-Messe, die Sprache blockiert mich ein bisschen, nicht weil das wieder ist, sondern es war immer ein neuer Zugriff und eine neue Erkenntnis. Und das habe ich auch mitgenommen für meine Literatur, also für die Chorliteratur. Also wenn ich eine Bruckner-Motette jetzt wieder auflege, dann wird es anders klingen, aufgrund der weiteren Erfahrung, Lebenserfahrung, künstlerischer Lebenserfahrung, als das vielleicht vor 20 Jahren war. Wobei auch es vorkommt, dass man eine Aufnahme dann einmal hört. Also ich bin auch sehr schwach im Hören von eigenen Nachproduktionen oder wo wir mitgewirkt haben. Das ist immer ein bisschen irritierend, würde ich mal so sagen. Aber
da gibt es durchaus dann Aufnahmen, wo ich sage, also das kann man so stehen lassen. Also es gibt zum Beispiel eine Aufnahme, die ist entstanden, der Credo-Messe von Mozart in Steins, bei der Styriate. Das ist großartig. Da würde man nicht unbedingt sagen, das machen wir jetzt noch einmal. Oder wir gehen es noch einmal an. Ich habe es beobachtet, auch sehr stark bei der Missa Solemnis bei Beethoven, also von Beethoven. Das war das Eröffnungskonzert, damals eben auch unter Ägide Mortier und Landesmann, der war ja auch der Konzertdirektor. Und das war Eröffnungskonzert, das war, glaube ich, 1992. Und da war ein unheimlicher Kontrast, weil das Jahr davor hat Levine mit Philharmoniker und so weiter Missa Solemnis gemacht. Und dann sind wir gekommen. Und er hat uns da engagiert, und das war Chamber Orchestra of Europe. Und das war ein toller Kontrast dazu einfach. Und natürlich seine ganze Rhetorik und Ding und so. Faszinierend. Ich muss das immer wieder erwähnen, dass das ist so toll, auch bei den sakralen Kompositionen, das ist, dass er da geschürft hat bei einem Et incarnatus est. Was soll das Et incarnatus est? In der Ideologie, was meint das auch in der Religion? Und was sagt uns jetzt der Beethoven mit dem Text zum Beispiel? Also das hat auch eingebrannt und das hat mir eingebrannt. Gut, und also das war ein Eröffnungskonzert und das ist sehr gut angekommen. Und dann kam am Ende seines Lebens noch einmal bei der Styriate in Graz noch einmal die Missa Solemnis. Und da würde man schon so sagen, da ist also noch ein bisschen ein Vermächtnis drinnen. Das ist auch schön, wenn es dann gelingt. Ja, also nicht nur, dass er jetzt den Willen hat, dass man das macht und dann, sondern wenn das auch gelingt. Also das ist gelungen. Also. Gibt es ein Lieblingsstück, das du mit ihm gemacht hast, das so etwas absolut Unvergessenes ist eigentlich? Also es ist so, und da gehe ich wieder von einer Aussage von Anna Kur aus. Das Stück, das ich gerade mache, ist mein Lieblingsstück. Das hat auch uns eingebläut, eingebrannt. Und da muss ich schon sagen, das ist eine Kette. Also weil ich das eben auch gemeint habe, also erste Mal Schöpfung, erste Mal Jahreszeiten, auch mit den Symphonikern und so. Großartig. Ja? Und dann ist es wiedergekommen. Nicht wieder, sondern neu gekommen. Wieder großartig. Die Missa Solemnis, großartig. Aber wir haben ja auch Monteverdi, Marienvesper gemacht. Großartig. Also ich könnte sagen, er hat immer Neues gebracht. Und das war so faszinierend. Eben wie gesagt, Lehrer. Ein großartiger Lehrer. Und das ist angekommen. Also wir haben nur Lieblingsstücke gemacht. Ich könnte ja auch schwer sagen, dass er vielleicht manchmal ein Stück ausgewählt hat, wo man gesagt hat, na, so ungefähr, wo man gewusst hat, was ist Beethoven, Christus am Ölberge, ja, ja, oder der Veranstalter sagt, na, und so weiter. Und dann hat er die Hände aufgelegt, um das so pathetisch zu sagen, und hat das vergoldet und sagt, na selbstverständlich muss man das aufführen. Also das war schon, und er hat auch ganz lustige Neigungen gehabt. Er hat immer, bei der Styriate hat er zum Beispiel Bogan Bass von Gershwin am Programm einmal gehabt. Und gesagt, ja, das möchte er machen, weil das hat er in seiner Jugendzeit, da hat er einen Klavierauszug gehabt und das hat er immer gespielt. Und das hat ihn fasziniert. Das wollte er einmal machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war auch so eine ganz typische Produktion. Also Konzertant. Gut, haben wir gesagt, okay, Konzertant. Und das, vielleicht doch, dass wir das eine oder andere vielleicht doch auswendig singen können. Gut, haben wir das auswendig gelernt. Aber das ist immer ein Probenverlauf. Und dann haben wir gesagt, vielleicht sollten wir doch also vom Chorkleid uns abwenden und vielleicht dann doch das ein bisschen individueller gestalten. Und zum Schluss war das einfach eine Opernaufführung mit Bewegung und so weiter.
Das war aber schön und das war zwingend. Es war nicht gesagt, dass man dann gesagt hat, nein, also es ist ausgemacht, Konzertant, nein. Wenn gezündet hat, wenn er gezündet hat und wenn es sinnvoll sozusagen entstanden ist, dann waren wir dabei. Weil Spielleidenschaft und Offenheit, das ist sicherlich eine, sagen wir es pathetisch, eine Tugend der Damen und Herren des Schönberg-Chors. Und das begleitet uns auch eben bei den Opern, die wir sonst immer wieder machen. Und dass man eben weiß, wenn der Chor auf der Bühne steht, dann kann der Regisseur viel herausholen und viel machen. Hanno-Kur hat er auch inszeniert, also mit seinem Sohn zusammen, also Ida Mineo in Graz unten. Das war sensationell. Und da habe ich einmal eine Begegnung gehabt, eben mit dem schon erwähnten Frédéric Mirdita, der so immer Vergleiche machen konnte, weil das hat auch mit ihm inszeniert und so weiter. Und der hat mir damals gesagt, weißt, das ist einmalig. Diese Rezitative, diese Dramaturgie, die der entdeckt, das ist nicht mehr, du merkst gar nicht, dass die singen, sozusagen. Also und so weit soll es ja kommen, also bei der Literatur. Ja, der Idomeneo war ja auch ganz wichtig, finde ich, weil er den damals fürs Fernsehen gemacht hat. Und in einem Interview hat er mir gesagt, dass er findet, dass das sozusagen das komplexeste Werk von Mozart ist. Deswegen wollte er das, glaube ich, auch machen, weil sozusagen dieser junge Mann einfach etwas hingerotzt hat, was alles beinhaltet hat. Ja. Und das, glaube ich, war die Idee von ihm, dass er das unbedingt... Ja. Aber das war ihm so, dass er das noch einmal in die Hand genommen hat, noch einmal und wieder mit mehr Erfahrungen und wieder mit mehr Erkenntnissen. Und das ist das Schöne, wenn man eben die Möglichkeit hat, ein Meisterwerk anzugreifen, anzugehen. Es ist eben leider oft so in der Musikwelt, dass man eben, wenn man das noch einmal angreift, dann lässt man es lieber fallen. Aber das ist eben bei den Meisterwerken eben nicht so. Und das war auch eine Kunst von Nikolaus Hanno-Kur, das sehr, sehr gewissenhaft zu programmieren, wobei ich durchaus der Meinung bin, dass also auch hier die Alice auch einen großen Anteil dabei gehabt hat bei der Programmierung. Ohne Alice wäre Nikolaus so nicht möglich geworden, oder? Ja, ja. Nein? Bist du nicht der Meinung? Oder? Ja, sicher. Ja, sicher. Nein, es gab oft so skurrile Anrufe. Also man hat ja eine gewisse Planung auch im Schönberg-Chor, da gibt es ja noch andere Projekte, die man auch macht und Konzerte. Oder? Und ich erinnere mich an einen Anruf und da hat die Alice gesagt, ja, und wir möchten jetzt gerne das und das machen. Und ich sage, Frau Hanno-Kur, das geht nicht, das haben wir verpflichtet. Tut uns wahnsinnig leid. Und dann war ihre Antwort, na, Sie werden das schon machen. Und damit war die Sache abgehakt. Und ihr habt gemacht, oder? Ja, sicher. Wir lassen uns dann schon was einfallen. Also, das passiert immer wieder im Betrieb. Es ist natürlich nicht sehr schön, wenn am selben Tag der Schönberg-Chor an zwei verschiedenen Städten auftritt. Aber das ist auch ein philharmonisches Problem. Also noch einmal zurückkommend auf eure erste musikalische Begegnung 1978, war das, glaube ich, hast du gesagt. Wie war denn da die öffentliche Rezeption eigentlich auf den Concentus, auf sozusagen die Klangwelt? War das damals schon normalisiert oder war das immer noch, also es wurde auch vielfach angefeindet? Ja, die Zeit war vorbei. Also das war schon etabliert. Ja? Es hat natürlich immer noch Leute gegeben, die nicht zurechtgekommen sind. Das muss man ja sagen. Das hängt ja auch mit der Hörgewohnheit zusammen. Ja? Wenn man immer nur das schön im süßen Klang hört und im Klangrausch ist und den Text gar nicht verstehen muss, weil das ja eigentlich nur die Kantilenen sind und Ding. Und dann kam auf einmal jetzt wer, der das aufgeraut hat. Und zwar, dass er aber zu Recht aufgeraut hat. Ja? Also es gibt
auch im Orchester viele Erkenntnisse, die dann einfach drin. Man muss sich vorstellen, in einer Orchesterpartitur, die Bläserstimmen, die sind ja immer so ausgehaltene Akkorde. Ja? Wenn die Bläser das wirklich durchhalten, du hörst da gar nicht die Musik, die da in den Streichern sich abspielt. Also da muss man Erkenntnisse haben. Und das war natürlich manchmal dann ein bisschen rau, wenn ich immer nur den Klang, das ist ein Problem natürlich gewesen. Und das ist ja genauso ein Problem mit den Musikern gewesen, beim Instrumental, dass die sich einfach umstellen mussten. Sie haben Geigenspielen anders gelernt an der Musikakademie. Und das einmal sozusagen. Und das war ein langer Weg. Und damals bei der Aufführung bei Jefta, das war überhaupt keine Frage mehr. Und da war die Mehrheit begeistert, sage ich einmal so. Und die anderen sind dann, ja, wenn wir wieder auch oft Menschen getroffen, ja, das ist schrecklich, also das ist so rau. Und dann von Mozartwoche, da habe ich eine Mozart-Symphonie gehört mit dem Harnoncourt und Konzertgebauorchester. Das sind richtungsweisende Aufnahmen geworden, aber gewöhnungsbedürftig. Und das, in meinem Musikerleben habe ich das leider auch immer wieder erfahren müssen, dass eben jetzt die Musiker von einem anders erzogen sind. Da gilt dann eben die Frage der Offenheit. Und die war natürlich schon gegeben und ist immer gegeben. Das ist also auch ein wichtiger Satz für mich, eine Forderung bei meinen Damen und Herren, dass sie offen sind. Und das Wichtige ist auch, und das führt ein bisschen zum Schönberg-Chor, aber das sei erwähnt, weil der Schönberg-Chor natürlich auch der Chor vom Niki war, vom Nikolaus Harnoncourt. Also, dass wir ein Freiwilligkeitsprinzip haben. Ich wähle ein Werk aus, ich entscheide mich, zusammen eben mit dem Harnoncourt, dass man das macht. Und dann legen wir fest die Probenanzahl, die Besetzungsgröße und dann wird es ausgeschrieben sozusagen an die Damen und Herren, die einmal bei mir sozusagen eine Aufnahmeprüfung gemacht haben, also die getestet sind, und dann melden sie sich. Und dann kann ich aus den Meldungen die Besetzungsgröße herauswählen, die jetzt am besten für die Partitur ist. Das ist ja genauso im Orchester so. Wenn bei der Symphonie keine Flöten vorgesehen sind, dann kann ich nicht die Flöten ein bisschen mitspielen lassen. Also beim Chor ist es auch so. Also wenn ihr 12 Soprane brauchen und es melden sich 24, dann kann ich nur 12 aussuchen. Dass die nicht nominierten 12 mich nicht wahnsinnig lieben, das ist, glaube ich, verständlich. Aber auf der anderen Seite, du hast dann ein Ensemble, das offen ist, und ich kann immer sagen, pass auf, du hast dich ja interessiert dafür. Also, komm. Und das ist natürlich großartig. Also sie sind nicht eingeteilt, sondern sie haben den ersten Schritt selber getan. Die Herausforderung für uns in der Leitung des Schönberg-Chors ist, dass man attraktive Angebote hat. Also, da habe ich immer gesagt, Stück, Interpretation und sozusagen die Location, wie das so schön heißt. Und da gibt dann immer so Dinge. Also wenn man zum Beispiel sagt, Matthäus Passion mit dem Concentus im Wiener Praterstadion, dann würde man sagen, das ist vielleicht nicht ganz optimal. Oder eben Philharmoniker, großer Musikvereinssaal, Uraufführung, Bommeisel. Bommeisel kennt man nicht, also das muss man wirklich schauen. Aber natürlich beim Harnoncourt war das eben gut ausgesucht und da haben wir gewusst, das Stück wird gut sein, auch wenn wir es nicht kennen, wenn es auch neu ist. Die Interpretation wird gut sein und der Ort wird schön sein. Und das war natürlich das Großartige. Findest du es eigentlich eine gute Idee, dass der Concentus nach dem Tod von Nikolaus weitergeführt wurde? Das ist eine Frage, die ich so beantworten möchte. Ist es eine gute Idee, dass ich den Schönberg-Chor nach 50 Jahren weitergebe? Ja? Ich habe es nicht getan. Also, es war 72 die Gründung sozusagen und wir haben das also gefeiert. Und das ist die Frage, die sich stellt, im Grunde genommen. Inwieweit ist das Ensemble so
persönlichkeitsorientiert, dass eigentlich eine Nachfolge jetzt positiv eigentlich nicht möglich ist, ja, wenn man so will, ja, weil das ist auch so, ja, also das kann man auch vergleichen mit Orchestern, also da geht es immer weiter sozusagen. Und manche Orchester leisten, unter Anführungszeichen, haben nicht einmal einen Chefdirigenten, ja, sondern das heißt, beim Schönberger haben wir das eigentlich so gelöst, miteinander, auch in Gesprächen, dass wir gesagt haben, Opernchor wird sicher möglich sein, da kann man wo man denselben Begriff wählt, oder das ist was anderes, das Markenschild. Aber das wird sicherlich möglich sein, weil da habe ich 2 Chordirektoren parallel mit mir, denen überantwortlich die gesamte Produktion einer Oper sind verantwortlich und dürfen sich auch verneigen. Letztlich bin dann ich verantwortlich. Also wenn es daneben geht, dann ruft mich der Intendant an und sagt Hallo, so ungefähr. Aber das funktioniert, keine Frage. Im Konzertbereich ist es schon sehr stark fokussiert auf mich. Das haben wir einfach so gesagt und das ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Und um das ein bisschen lockerer aufzulösen, haben meine Freunde und Freundinnen gesagt, wenn es nicht mehr geht, Erwin, dann holen wir dich von der Bühne herunter. Das versprechen wir dir. Also, es ist, auf der anderen Seite ist es natürlich so, was den Konzentus betrifft, es ist natürlich schon ganz wichtig, dass dieser musikalische Zugriff weitergetragen wird. Und daher könnte man sagen, das muss weitergehen. Schauen wir, ob es uns gelingt. Durch Regeneration, das ist keine Frage, weil das sind natürlich auch Mitglieder gewesen, die sind also mit dem Nikolaus Harnoncourt alt geworden, sozusagen, dass es weitergeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es schon viele andere Ensembles gibt, mittlerweile, die sich gegründet haben, auch sicherlich durch Harnoncourt im weitesten Sinn. Ja? Und da nenne ich jetzt, könnte man jetzt viele Namen nennen und auch viele Leiter nennen, die auch sehr, sehr, sehr gut sind. Das muss ich auch sagen. Also wir haben es gerade im Theater in der Wien wieder erlebt, dass also da William Christie, wann der kommt, also das und so weiter und so weiter. Also brauche ich nicht sagen. Da ist man natürlich jetzt sozusagen in einem anderen Konkurrenzfeld, weil natürlich man wollte auch den Nikolaus Harnoncourt haben. Und von dem haben auch wir profitiert im Schönberg-Chor. Dass er uns wollte, diese Treue gehabt zu uns, das haben wir da mitgekommen. Also, dass man sich bemüht, dass das weitergeht im Konzentus, das unterstütze ich vollkommen. Keine Frage. Aber es ist geändert. Keine Frage. Es ist was anderes. Vielen Dank, Erwin, für das sehr schöne Gespräch. Danke.